Johannas Erlebnis in einem Bergcamp. Johanna ist 21 Jahre alt und studiert Tourismusmanagement in einer mittelgroßen Stadt. Sie interessiert sich für Natur- und Berglandschaften, hat aber selbst nicht viel Erfahrung mit Klettern oder Wandern. In ihrer Kindheit war sie manchmal in den Mittelgebirgen, doch nie so richtig hoch hinaus. Eines Tages, als sie im Internet surft, entdeckt sie ein Angebot für ein sogenanntes Bergcamp in den Alpen. Dieses Camp verspricht eine Woche voller Outdoor-Aktivitäten. Wandern, kleinere Kletterübungen und Workshops über Naturschutz. Johanna denkt, das klingt genau richtig, um meine Grenzen zu testen und etwas Neues zu lernen. Sie beschließt, sich anzumelden, obwohl sie keine sportliche Höchstleistung erwartet. Ein paar Wochen später reist sie mit dem Zug in eine Region in Süddeutschland, nahe der Grenze zu Österreich. Sie trägt einen großen Rucksack mit Wanderschuhen, einer Regenjacke, bequemer Kleidung und etwas Proviant. Der Zug fährt durch Täler und immer weiter aufsteigende Landschaften. Johanna schaut aus dem Fenster und sieht zum ersten Mal richtig hohe Berge in der Ferne. Sie ist aufgeregt, denn sie weiß, dass sie dort eine Woche in einer Art Bergcamp verbringen wird. Am Bahnhof holt sie einen Kleinbus ab, der von den Camp-Organisatoren betrieben wird. Im Bus trifft sie auf andere Teilnehmer. Anna, 25, aus Hamburg, die auch wenig Bergerfahrung hat, und Christian, 29, der schon öfters gewandert ist. Sie fahren gemeinsam durch Serpentinenstraßen, höher in die Berge, bis sie schließlich eine kleine Siedlung erreichen. Dort sehen sie einige Holzhütten, einen kleinen Kiosk und eine Infotafel zum Bergcamp. Johanna steigt aus und atmet die frische Luft ein. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und die Berggipfel wirken nah und doch erhaben. Der Campleiter, ein Mann namens Stefan, begrüßt alle mit einem Lächeln. Er zeigt ihnen die einfache Unterkunft. Mehrere Schlafräume in einer rustikalen Hütte, eine Gemeinschaftsküche und einen großen Aufenthaltsraum. Johanna teilt sich ein Zimmer mit Anna und zwei weiteren Frauen, Lisa und Maria. Nachdem sie sich kurz eingerichtet hat, erklärt Stefan den Ablauf. Morgens gibt es gemeinsames Frühstück, dann je nach Tag unterschiedliche Aktivitäten, leichte oder mittlere Wanderungen, kurze Klettereinheiten an sicheren Felswänden oder Workshops über Natur- und Bergsicherheit. Am ersten Abend sitzen sie alle im Aufenthaltsraum zusammen, lernen sich kennen. Die meisten Teilnehmer sind junge Erwachsene zwischen 20 und 30, ein paar auch etwas älter. Einige haben schon Erfahrungen mit Bergsteigen, andere sind komplette Neulinge. Johanna fühlt sich erleichtert, dass sie nicht die einzige ohne große Vorkenntnisse ist. Stefan erzählt von den Regeln: Pünktlichkeit, Respekt für die Natur und Vorsicht bei jedem Schritt im Gebirge. Außerdem sagt er, dass das Wetter in den Bergen schnell wechseln kann, also sollten alle eine Regenjacke griffbereit haben. Am nächsten Morgen steht die erste Wanderung an. Eine leichte Tour zu einer Alm auf etwa 1500 Metern Höhe. Die Gruppe startet auf 900 Metern und steigt gemächlich auf, wobei sie schon mal die Wanderwege, Markierungen und die Grundausrüstung besprechen. Johanna hat ihre Wanderschuhe gut geschnürt, spürt aber nach einer Weile die Wadenmuskeln. Die Luft ist frisch und riecht nach Tannennadeln. Die Vögel zwitschern, ein kleiner Bach rauscht neben dem Weg. Stefan zeigt ihnen, wie man den richtigen Rhythmus findet. Nicht zu schnell, damit man sich nicht überanstrengt. Nach etwa 2 Stunden erreicht die Gruppe die Alm. Sie sehen Kühe auf der Weide, die gemütlich Gras fressen. Die Aussicht ist atemberaubend. Tiefes Tal, grüne Hänge und in der Ferne erheben sich weitere Gipfel. Johanna macht Fotos, staunt über die Schönheit der Berge. Auf der Alm bekommen sie eine einfache Brotzeit: frisches Brot, Käse und Milch von den Almkühen. Das schmeckt so natürlich und lecker, dass Johanna schwärmt. Am Nachmittag steigen sie wieder ab. Die Beine sind ein bisschen müde, aber alle sind glücklich über den gelungenen Tag. Am Abend treffen sie sich zum Workshop ins Bergsicherheit.
Stefan erklärt wichtige Punkte. Was tun bei schlechtem Wetter? Wie orientiert man sich mit Karte und Kompass? Wann sollte man umkehren? Johanna begreift, dass man den Bergen mit Respekt begegnen muss. Zu oft denken Leute, man könne einfach drauf losgehen, doch die Natur kann gefährlich sein. Sie notiert sich ein paar wichtige Merksätze und achtet darauf, genug Wasser, passende Kleidung und eine Kopfbedeckung dabei zu haben. Am zweiten Tag steht eine kleine Kletterübung auf dem Plan. Auf einem nahegelegenen Fels gibt es einfache Routen für Anfänger. Die Gruppe teilt sich in Dreierteams. Einer klettert, einer sichert, einer beobachtet oder hilft. Johanna war noch nie klettern, also ist sie nervös. Sie zieht den Klettergurt an, setzt den Helm auf und hört genau zu, wie Stefan das Sichern erklärt. Als sie dran ist, spürt sie ein Kribbeln im Bauch. Sie tastet mit den Händen nach einem Griff, setzt den Fuß auf einen kleinen Felsvorsprung und zieht sich hoch. Die ersten Meter sind wackelig, doch sie merkt, dass das Seil sie sichert, wenn sie abrutscht. Langsam klettert sie höher, bis sie etwa 5 Meter über dem Boden ist. Ihr Herz pocht laut, sie atmet tiefer. Dann ruft sie: »Ich kann nicht weiter!« Stefan antwortet: »Du schaffst noch etwas. Such dir in Ruhe einen Griff.« Sie findet tatsächlich einen kleinen Spalt, setzt die Hand rein, stößt sich mit dem Fuß ab und schafft noch einen Meter. Am Ende, auf etwa 7 Metern Höhe, ruft sie: »Okay, ich möchte runter!« Die Sicherung lässt sie langsam ab. Unten angekommen, zittert sie vor Adrenalin, aber lächelt breit. Es war unheimlich, aber auch toll. Die Klettererfahrung motiviert sie, neue Grenzen zu überwinden. Später am Tag machen sie noch eine kleine Wanderung zum Auslockern. In den nächsten Tagen wechseln sich Wandern, Workshops und gelegentliche Klettereinheiten ab. Johanna merkt, wie ihr Körper sich daran gewöhnt. Sie wird jeden Tag ein wenig sicherer im Umgang mit steilen Pfaden, verliert die Angst vor dem Abrutschen. Gleichzeitig lernt sie viele interessante Infos über Pflanzen und Tiere in den Bergen. Stefan zeigt ihr zum Beispiel, welche Kräuter essbar sind und welche giftig. Am 4. Tag planen sie eine größere Tour. Der Berggipfel liegt bei 2100 Metern. Stefan sagt: »Es ist nicht sehr schwierig, aber wir brauchen Kondition und ein gutes Auge fürs Wetter.« Am frühen Morgen ist der Himmel klar, also geht es los. Johanna packt extra viel Wasser ein, einen Müsliriegel und eine Regenjacke. Der Weg wird steiler. Je höher sie kommen, die Vegetation ändert sich. Irgendwann wird es felsig. Nach 3 Stunden spürt sie ihre Beine brennen. Ihr Atem ist schneller, aber sie bleibt positiv. In der Gruppe motiviert man sich gegenseitig. Vor dem Gipfel liegt ein kurzer, schmaler Abschnitt, wo man sehr auf den Tritt achten muss. Johanna hat Respekt, geht langsam, und Stefan steht hinter ihr, um notfalls zu helfen. Das Wetter bleibt stabil, kein Regen in Sicht. Auf dem Gipfel kreuzen sie schließlich den kleinen Pfad, bis sie das Kreuz sehen. Johanna fühlt ein Jubelgefühl. Sie ist oben. Die Aussicht ist unbeschreiblich. Man sieht tief ins Tal, Wolken ziehen unter ihnen vorbei. Man erkennt sogar andere Gipfel am Horizont. Die Gruppe feiert mit ein paar Fotos, einem kleinen Snack, um Kraft zu tanken. Stefan gratuliert allen. Beim Abstieg ist Vorsicht geboten, weil die Knie beansprucht werden. Sie braucht mehr Pausen, da ihr die Beine wehtun. Doch in etwa 2 Stunden sind sie wieder im ruhigeren Terrain. Johanna ist stolz, es geschafft zu haben. Nie hätte sie gedacht, dass sie einen so hohen Gipfel erklimmt. Abends sitzt sie erschöpft, aber glücklich in der Hütte. Sie schreibt in ihr Notizbuch: »Heute meinen ersten richtigen Gipfel bestiegen. Unglaublich, welche Kraft in mir steckt. Bin dankbar für diese Erfahrung.« An einem Abend machen sie ein Lagerfeuer in der Nähe der Hütte, singen Lieder, grillen Würstchen oder Gemüse. Die Sterne leuchten am klaren Himmel, und Johanna spürt die Gemeinschaft mit den anderen. Man tauscht Wandergeschichten, lacht über Pannen und feiert kleine und große Erfolge.
Am nächsten Tag steht eine eher lockere Wanderung zu einem Wasserfall an, damit die Beine sich erholen. Johanna genießt das plätschernde Geräusch des Wassers und macht viele Fotos. In den letzten Tagen wiederholen sie noch einmal das Klettern an einem anderen Felsen, etwas schwieriger. Johanna versucht es erneut. Diesmal kommt sie ohne große Panik auf 10 Meter Höhe. Als sie wieder unten ist, schlägt sie vor Freude in die Hand ihres Kletterpartners. Stefan lobt sie. Du hast echte Fortschritte gemacht. Sie fühlt sich mutig und entspannt, fast als wäre das Höhenangstthema überwunden. Als die Campwoche sich dem Ende nähert, merkt Johanna, dass sie diesen Ort gar nicht verlassen will. Sie hat die klare Bergluft, die Ruhe, das Vogelgezwitscher und die faszinierenden Ausblicke schätzen gelernt. Sie hat Freundschaften geknüpft, zum Beispiel mit Anna aus Hamburg. Sie überlegen, vielleicht in Zukunft nochmal zusammenzuwandern. Auch Christian, der schon mehr Erfahrung hat, gibt ihr Tipps, wo man in den Alpen weitere spannende Routen findet. Am letzten Abend veranstaltet das Camp eine kleine Abschiedsfeier. Stefan hält eine kurze Rede, verteilt Urkunden, auf denen steht: Erfolgreiche Teilnahme am Bergcamp. Johanna ist gerührt, als sie ihre Urkunde in den Händen hält. Sie erinnert sich an jeden Morgen, an das frühe Aufstehen, die anstrengenden Wanderungen, das Klettern, die freundliche Atmosphäre. Sie hat mehr Selbstvertrauen gewonnen und weiß, dass sie in Zukunft weitere Bergabenteuer suchen wird. Dann packt sie ihre Sachen, verstaut ihre Wanderschuhe und sagt dem Bergcamp Lebewohl. Am Bahnhof umarmt sie ihre neuen Freunde. Wir bleiben in Kontakt. Während sie im Zug sitzt, blickt sie auf die Fotos im Handy. Landschaften, Gipfel, strahlende Gesichter. Sie denkt, vor einer Woche war ich noch unsicher, ob ich das schaffe. Jetzt fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Zu Hause in ihrer Wohnung erzählt sie ihrer Familie und ihren Studienkollegen begeistert von ihren Erlebnissen. Manche sind erstaunt, wie viel sie in kurzer Zeit gelernt hat. Sie spürt eine tiefe Dankbarkeit für dieses Camp. Sie hat nicht nur die Bergwelt kennengelernt, sondern auch wichtige Lektionen über Teamgeist, Natur, Grenzen und Selbstüberwindung gelernt. In ihrem Herzen ist sie sicher. Das war nicht das letzte Mal in den Bergen. Vielleicht plant sie bald eine weitere Tour, diesmal in einer anderen Region. Denn diese Woche in den Alpen hat ihr gezeigt, dass die Berge rufen, und sie möchte immer wieder diesem Ruf folgen.